Masche für Masche, mit Liebe handgemacht. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Totenkopfes. In diesem Teil werden wir jetzt den ganzen Schädel hier verschönen, verzieren. Und als erstes möchte ich die Zahnleiste mit euch häkeln. Die sieht so aus. Ups, ich habe hier noch einen Fussel. Das heißt, der eine Teil guckt nach unten und dann werden wir noch eines spiegelverkehrt annähen. Und das Ganze kommt dann in etwa hier. Ich muss dann noch genau schauen, wo ich das genau hinhaben möchte. Ich werde jetzt anfänglich mal alles mit Stecknadeln befestigen. Und wenn ich dann die richtigen Positionen für alle Deko-Elemente gefunden habe, werde ich das dann mit Heißkleber ankleben. Genau. Gut, wir beginnen mit der Zahnleiste. Dazu nehme ich weißes Baumwollgarn und die Häkelnadel Nummer 3. Wir häkeln 20 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jetzt brauche ich noch zusätzlich eine Luftmasche und die werde ich dann in die zweite Masche ab der Nadel einstechen. So. Jetzt häkeln wir 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche. In die nächste freie Masche häkeln wir eine Kettmasche. In die nächste freie Masche eine Festmasche und da häkeln wir wieder 2 Stäbchen rein. Eins, 2. Dann in die nächste Masche eine Kettmasche. Hier habe ich die falsche Masche erwischt. Das sieht gar nicht gut aus hier. Moment schnell, ich muss schnell korrigieren. Gut, also wir waren jetzt bei einer festen Masche. Dann häkeln wir dort 2 Stäbchen rein. Und in die nächste freie Masche wieder eine Kettmasche. In die nächste freie wieder eine Festmasche.
Und in dieselbe Masche häkeln wir wieder 2 halbe Stäbchen rein. Das Ganze wiederholt sich jetzt bis Ende Reihe. Jetzt folgt wieder eine Kettmasche, eine feste Masche, dann häkeln wir wieder in dieselbe Masche 2 halbe Stäbchen, in die nächste Masche wieder eine Kettmasche. Das machen wir jetzt bis Ende Reihe, das bleibt sich jetzt immer schön gleich, das wiederholt sich jetzt immer und ja, ich denke, den Rest könnt ihr selbstständig machen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil für den Totenkopf. Heute werden wir einfach nur die Deko-Elemente häkeln und anbringen. Ich habe da schon begonnen mit der Zahnleiste und genauso eine häkeln wir nochmals, weil die wird dann spiegelverkehrt unten dran angebracht. Genau. Anfänglich werde ich mal alles mit Stecknadel befestigen und wenn mir dann die Positionen alles gut gefallen, dann werde ich dann alles mit Heißkleber befestigen. Genau. Wir haben da noch einiges zu tun und das Schöne ist, ihr könnt jetzt da eure Fantasien wirklich freien Lauf lassen und diesen schönen Totenschädel hier super schön nach eurem Gusto dekorieren. Ich gebe euch jetzt gerne noch ein paar Tipps, wie ihr was häkeln könnt und dann würde ich sagen, wir starten gleich mit der Zahnleiste. Ich verwende hier weiße Baumwolle und die Häkelnadel Nummer 3, weil ich finde, es sieht schöner aus, wenn man das mit Baumwollgarn häkelt. Man sieht einfach die Struktur viel besser als jetzt mit Chilenegarn. Ich denke, das würde dann alles viel zu mächtig werden und aus diesem Grund habe ich mich für Baumwollgarn entschieden. Genau, wir nehmen jetzt 20 Luftmaschen auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann nehme ich nochmals eine Luftmasche auf und steche dann hier in die zweite Masche ein. Aber hier machen wir gleich ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen, Entschuldigung. Und nochmal ein halbes Stäbchen. In die nächste Masche kommt eine Kettmasche, in die nächste Masche eine feste Masche und hier häkeln wir auch gleich wieder 2 halbe Stäbchen rein. 1 und das zweite. In die nächste freie Masche kommt dann wieder eine Kettmasche. So, ich habe da irgendwie ein bisschen locker gelassen. Das sieht dann nicht so schön aus. Und in die nächste Masche wieder eine feste Masche.
Und da häkeln wir dann auch wieder 2 halbe Stäbchen rein. Ein halbes Stäbchen, das zweite halbe Stäbchen. Dann in die nächste kommt dann wieder eine Kettmasche, in die nächste wieder eine feste Masche, dann wieder 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche, in die nächste wieder eine Kettmasche, in die nächste eine feste Masche, dann wieder 2 Halbstäbchen, in die nächste wieder eine Kettmasche, in die nächste eine feste Masche, hier gleich wieder 2 halbe Stäbchen, 1, 2, in die nächste Masche wieder eine Kettmasche, in die nächste eine feste Masche, dann gleich wieder 2 Halbstäbchen, 1, 2, dann folgt wieder eine Kettmasche, eine feste Masche, 2 Halbstäbchen in dieselbe Masche, dann wieder eine Kettmasche, eine feste Masche, dann folgen gleich 2 Halbstäbchen, und in die letzte Masche eine Kettmasche. So, und jetzt ist unsere Zahnleiste auch schon fertig. Sieht die nicht toll aus. Jetzt können wir hier den Faden schneiden. Für diejenigen, die natürlich das Ganze annähen möchten, lassen den Faden länger, damit ihr da genügend Faden habt zum Annähen. Ich in meinem Fall möchte diesen ja dann annähen. So. Jetzt strecke ich das Ganze hier noch ein bisschen und dann wird das jetzt hier unten schön befestigt. Also natürlich spiegelverkehrt. Und jetzt schaue ich, dass da die Zähne schön bündig eigentlich aufeinander gucken hier. Also so wie es ausschaut, ich habe doch jetzt 20 Festmaschen aufgenommen. Das ist schon komisch. Ah, jetzt. Ich wollte gerade sagen, es kann ja nicht sein. So. Das wird hier noch schön gestreckt, dass das dann wirklich schön bündig ist zu der oberen Zahnreihe.
Was ich dann noch mache, aber das mache ich später, wenn ich das Ganze dann richtig schön positioniert habe, möchte ich nachher hier noch Fäden anbringen, damit hier noch die Zahnlücke dann noch besser sichtbar ist. Aber wie ich das mache, das zeige ich euch nachher. So, meine Lieben, jetzt habe ich mir hier so einen Blütenring überlegt. Den zweiten, den häkle ich mit euch zusammen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich da so rosafarbene Perlen aufnähen möchte oder aufkleben, auf jedem Blütenblatt eines. Ist aber nur so eine Anfangsidee. Mal gucken, vielleicht kommt mir da noch spontan etwas anderes in den Sinn. Ich weiß es noch nicht, aber ich würde mal sagen, wir häkeln jetzt diesen Blütenring. Dazu machen wir einen magischen Ring und häkeln 26 feste Maschen rein. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und die 26. Jetzt gucke ich, dass ich da meine Runden schön korrekt habe, also meine Maschen hier, dass das alles schön gerade liegt. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen verdreht hier, das Ganze, mit so vielen Maschen. Und jetzt mache ich hier in die erste Masche eine Kettmasche. Dann in der nächsten Runde häkeln wir unverändert 26 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25 und die 26. Dann schließe ich den Kreis wieder mit einer Kettmasche. So. Ups. Das war wohl nix. Nochmals. Jetzt komme ich nicht durch. So, Kettmasche. Dann haben wir jetzt hier den Kreis geschlossen. Und als nächstes machen wir eine Festmasche. In dieselbe Masche häkeln wir 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Dann kommen 2 Stäbchen. Wir häkeln jetzt alles in dieselbe Masche. Nochmals ein Stäbchen. Dann wieder 2 Halbstäbchen. Und in die nächste Masche eine feste Masche. In die nächste Masche häkeln wir wieder eine Festmasche. Jetzt häkeln wir wieder alles in dieselbe Masche. Wir häkeln 2 Halbstäbchen, 2 Stäbchen, zwei halbe Stäbchen. Und in die nächste Masche kommt wieder eine Kettmasche. Genau das wiederholen wir bis Ende der Reihe. Dann bekommen wir da so einen Blütenring und das gibt dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blütenblätter. Genau, ich denke, das können wir jetzt selbstständig. Und ja, dann zeige ich euch nachher mein Ergebnis. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen, respektive ich habe hier die letzte Blüte gemacht und hier in die letzte Masche mache ich eine Kettmasche und dann schneide ich mir den Faden. Diejenigen, die die Blume aufnähen möchten, lassen natürlich den Faden länger und diejenigen, die ihn dann aufkleben möchten, die können ihn dann auch ein bisschen kürzer schneiden. So, ich muss das da ein bisschen flach drücken, hier das Ganze. Und dann kommt das zweite Blütenblatt dann irgendwie so hin. Ich muss das dann einfach noch schön formen. Ich habe echt straff gehäkelt, aber ich finde es schöner, wenn die Blütenblätter ein bisschen verschieden sind. Auch wenn ich sie dann anklebe, möchte ich wirklich, dass da die Blütenblätter ein bisschen aufstehen. Und deswegen werde ich da sicher nur am Rand entlang Flüssigkleber bringen. Also das sieht echt schön aus, finde ich. Jetzt hier kommt dann in die Mitte noch die Nase und
da müssen wir dann gucken, wie das von der Proportion her dann passt. Was ich dann auch noch machen möchte, ist die Augen noch mehr reinziehen hier mit Faden, aber das machen wir dann zusammen. Ich zeige euch, wie ich das mache und dann würde ich sagen, wir häkeln uns die passende Nase. So, wir häkeln jetzt die Nase und zwar in Herzform. Ich mache einen magischen Ring und häkle 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. So. Danach 3 Doppelstäbchen. Da wickle ich zweimal rundherum. Das ist mir alles wieder aufgegangen. So, also. Ich muss diesen Ring hier schön in den Händen halten, sonst löst sich da alles. Ich mache jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann häkle ich 3 doppelte Stäbchen hintereinander. Das zweite Doppelstäbchen. So, und das dritte Doppelstäbchen. Ich ziehe mir da meinen Ring ein bisschen zusammen, sonst bin ich dann irgendwie in Zürich gelandet mit meinem Ring. Gut, dann häkeln wir 3 Stäbchen hintereinander. Das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Dann folgt eine Luftmasche. Danach machen wir ein doppeltes Stäbchen. Dann eine Luftmasche. Dann 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Ups. Das war nicht gut. Ich mache das dritte Stäbchen noch einmal. Dann 3 Doppelstäbchen. Das erste Doppelstäbchen. Das zweite Doppelstäbchen. Und das dritte Doppelstäbchen. Dann 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Jetzt ziehe ich mir hier den Faden, ziehe mir hier das Herz schön zusammen und werde jetzt hier unten
also an der gegenüberliegenden Seite, mache ich eine Kettmasche. So, bravo. Ich habe es geschafft. Gut, dann werde ich mir hier den Faden schneiden. Schaut mal, das ist ein wirklich ganz schönes Herz. Man hat hier jetzt natürlich eine Lücke. Das könnt ihr mit dem Anfangsfaden schließen, wenn ihr wollt. Das würde ich sogar noch eine gute Idee finden, weil durch das Zusammenziehen des Loches wird die Nase auch schmäler und ich möchte ja da nicht eine allzu breite, sondern eher eine schmale Nase haben. Und aus diesem Grunde werde ich hier die Öffnung schließen. So. Da nehme ich mir ein bisschen eine feinere Nadel hier. Aber wenn ihr möchtet, könntet ihr natürlich hier offen lassen und eine Perle oder sonst irgendetwas dann in die Mitte setzen. So, meine liebe Carmen, ich bin in Gedanken immer noch bei dir. Ja, ich bin echt gespannt, wie dir mein Totenkopf gefällt, ob es deinen Vorstellungen entspricht. Ich hoff's. Ich freue mich natürlich schon riesig über deinen Kommentar und natürlich von euch allen anderen auch. Ich freue mich immer riesig über eure Kommentare, so. Kommentare. Wir in der Schweiz sprechen ja auch Deutsch, aber manchmal unser Schweizerdeutsch, aber manchmal irgendwie, ich weiß auch nicht, überlege ich zu weit, dann kommt dann mein Schweizerdeutsch wieder so hervor und dann muss ich dann wieder umdenken ins Hochdeutsche. Aber eigentlich, wir haben ja in der Schule auch immer Hochdeutsch gesprochen. Das Schweizerdeutsch war eigentlich nur in den Pausen, als wir Kinder unter uns waren. Und das ist auch heute immer noch so. Auch meine Kinder haben da sehr, sehr viel Hochdeutsch in der Schule gesprochen. Das Lesen, das Schreiben, das ist alles in Hochdeutsch. So, dann ist hier mein Herz fertig. Jetzt möchte ich das aber nicht ganz schwarz lassen, weil schwarz auf schwarz, ja, sieht man einfach nicht gut. Und darum möchte ich das hier noch umhäkeln. Und jetzt muss ich mir echt überlegen, welche Farbe ich nehme, weil ich möchte da ja nicht nur mit Pink arbeiten. Ich habe da noch verschiedene Lila-Töne. Das würde mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ich die Nase
mit dem hier. Ich glaube, das wäre noch schön. Genau. Also, jetzt nehme ich hier aber nochmals ein bisschen die kleinere Nadel. Wo habe ich die hingelegt? Ich habe hier noch eine 2,8 und die nehme ich mir jetzt hier zur Hand. Mal gucken, ob ich das da hier schaffe. Also die Maschen sind da wirklich echt klein und ich sehe nicht mehr so gut. Ich bin zwar noch nicht so alt, aber ja, die Augen können halt in jedem Alter schlechter werden. So. Ich hoffe, ich versau mir da nicht alles. Ich versuche jetzt das Ganze mit Kettmaschen zu umranden. Irgendwie trennt sich da auch das Garn. Es ist ein bisschen mühsam. Da muss ich doppelt aufpassen, dass ich da den Faden immer gut nehme. Gut. Den Anfang hat geklappt. Und jetzt werde ich da wirklich Masche für Masche die ganze Runde hier Kettmaschen häkeln. Dann können wir uns das mal anschauen mit dieser Farbe. Weil ich habe Angst, dass es dann zu viel Pink ist. Hier unten in der Spitze gehe ich zweimal rein. Damit mir hier der Spitz möglichst erhalten bleibt. So. Gut. So, ich habe es bald geschafft. Ich bin froh. Das sind wirklich... Und nachher ist es noch schwarz. Für mich selber ist es auch schwierig, mit Schwarz zu häkeln. Eben aufgrund meines Sehvermögens. Mein Augenarzt hat mir erklärt, dass ich so wie eine Mondlandschaft auf der Netzhaut habe und das trübt mir dann je nachdem immer wieder ein bisschen das Sehvermögen. Ich sollte ja die oberste Schicht irgendwie wegkratzen lassen, aber das macht mir echt Angst. Und mit Tropfen, wenn ich da die Augentropfen verwende, hilft das mir auch und so kann ich dann schön eine OP umgehen. Gut, ich bin jetzt hier oben angekommen, dann mache ich hier noch eine Kettmasche, verschließe mir das Ganze und ich denke, das sieht doch gar nicht so schlecht aus mit dieser Farbe. Oder? Was meint ihr?
Das kommt dann so rein. Ich würde das Herz grad umgedreht anbringen, würde ich mal sagen. Ich finde das super. Genau. Dann schneide ich mir hier den Faden auch ab. Dann haben wir diesen Punkt auch schon erledigt und können diesen abhaken. Ja, beim Anleitungen schreiben muss man an so viele Details denken. Manchmal vergisst man es einfach, man hat es im Kopf, aber es ist dann eigentlich wie selbstverständlich, ja, ich mache das und dann machst du es nicht. Dann hast du es vergessen. Vor allem, wenn ich da so Tutorials drehe, ist das natürlich schon doof, wenn ich etwas vergesse. Ansonsten kann man das ja nachträglich machen, das wäre ja dann nicht das Problem. Aber beim Tutorial drehen ist das echt doof dann. Wow, das gefällt mir. Wie findet ihr das? Ja, das nimmt jetzt richtig schöne Gestalt an. Ja, das gefällt mir extrem gut. So, ich montiere mir hier jetzt mal die Nase. Dann weiß ich echt nicht, die muss da noch ein bisschen mehr in die Mitte, würde ich sagen. Die Perlen nehme ich da mal raus, weil ich muss jetzt mir da zuerst die Augen schön positionieren. Diese Details, die können wir dann später noch machen, Perlen und so weiter. Das ist dann nicht das Thema. So, gut. Ich glaube, ich nehme die Blumen hier noch ein bisschen mehr nach unten. Dann stecke ich mir das mal so fest. Und diese nehme ich auch noch ein bisschen nach unten. Ich muss dann gucken, wenn ich es vor mir habe. Wenn ich so die Arbeiten so vor mir liegen sehe, ja, ist das manchmal nicht so leicht, die richtige Position zu finden. Darum, ich muss mir das Ganze immer aufstellen und dann gucken. Hey, schau mal. Das ist echt cool. Ich finde das der Hammer. Finde ich echt der Hammer. Nachher werden wir hier noch die Augen ein bisschen einziehen, damit wir da noch mehr Tiefe bekommen. Klar, ihr könnt jetzt das nicht sehen, aber diejenigen, die natürlich den Schädel schon gehäkelt haben, die sehen das selber auch, dass die Wölbung ist hier, aber ich habe das Gefühl, es dürfte noch ein bisschen mehr sein. Mal gucken. So, wow. Der ist cool. Als ich da einfach so den schwarzen Kopf gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich mir zwischendurch gedacht, wird das was? Weil ich habe keine Ahnung, diesen Schädel hier häkle ich nämlich zum ersten Mal mit euch zusammen. Genau. Ich bin halt so, ich mag die Sachen da nicht x-mal häkeln und darum, ich überlege mir, was ich häkeln möchte, wie es aussehen möchte. Ich mache mir Zeichnungen, Notizen und dann lege ich los und während des Häkelns merke ich, das gefällt mir nicht, das möchte ich anders haben und darum
bringt es mir gar nicht, wenn ich alles schon vorab plane, weil ich wechsle immer wieder meine Meinung. Ich muss es einfach visuell sehen und dann weiß ich, ja, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. So, hier kommen dann irgendwie noch Dekos mit Glitzersteinen, irgendetwas. Und hier am Hinterkopf braucht es natürlich auch noch was Schönes. Und da habe ich mir überlegt, schöne Blumen zu häkeln. Genau. Und wie das geht, wie ich die mache, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier meine Runden fertig gehäkelt. Setze mir hier den Marker neu an. Und jetzt als nächstes häkeln wir eine Kettmasche. In die nächste Masche. Jetzt machen wir eine Luftmasche. Machen in die nächste Masche, also 2 Luftmaschen habe ich jetzt gemacht, Entschuldigung. Eine Kettmasche, 2 Luftmaschen, so ist es richtig. Dann häkeln wir 2 Stäbchen in dieselbe Masche. 1, 2, dann nochmal ein Stäbchen. Wir maschen da zweimal ab. Dann 2 Luftmaschen, 1, 2 und in dieselbe Masche machen wir wieder eine Kettmasche. Hoppla. So. Dann haben wir hier schon unser erstes Blütenblatt. Dann überspringen wir eine Masche. In die nächste Masche machen wir wieder eine Kettmasche. Dann 2 Luftmaschen. Dann häkeln wir in dieselbe Masche 2 Stäbchen. Das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen und machen eine Kettmasche in dieselbe Masche. Dann überspringen wir wieder eine Masche. In die nächste Masche machen wir wieder eine Kettmasche. Jetzt bin ich da irgendwie wieder hängen geblieben. So. Wo war ich jetzt? Eine Kettmasche, genau. Dann überspringen wir eine Masche. Dann in die nächste machen wir wieder eine Kettmasche. Dann 2 Luftmaschen. Und wir häkeln da 2 Stäbchen rein. Zwei Luftmaschen, in dieselbe Masche eine Kettmasche. Dann überspringen wir wieder eine Masche, in die nächste machen wir wieder eine Kettmasche, 2 Luftmaschen, dann häkeln wir 2 Stäbchen, das zweite Stäbchen, dann wieder 2 Luftmaschen und in dieselbe Masche eine Kettmasche. Die nächste Masche überspringen wir wieder, dann in die nächste wieder eine
Kettmasche und so weiter. Das wiederholen wir jetzt bis Ende der Reihe und dann bekommen wir hier so schöne Blütenblätter. Wenn ihr das gemacht habt, dann zeige ich euch nachher, wie es weitergeht. So, ich habe jetzt hier mein letztes Blütenblatt gemacht. Dann mache ich einfach in die nächste Masche. Das heißt, wir überspringen da wieder eine Masche und dann in die nächste eine Kettmasche. Dann können wir den Faden schneiden. Diejenigen, die es annähen möchten, lassen den Faden etwas länger. Und so haben wir unsere erste Blüte fertig. Und die werde ich dann hier hinten irgendwo am Kopf dann anbringen. Jetzt häkle ich dann noch den zweiten Teil, der hier drauf kommt. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, ich nehme das Violett oder soll ich den... Nein, ich mache den oberen Teil auch mit derselben Farbe. Ich glaube, das wäre vielleicht noch schöner. Ja. Und die anderen Blüten, die ich dann noch mache, bekommen dann eine andere Farbe. So bleibt das ein bisschen einheitlich, weil gibt ja dann eine eigene Blume, genau. So, und darum lasse ich, glaube ich, die zweite Blume auch in dieser Farbe. Sorry, aber ich muss immer wieder ein bisschen mit mir selbst sprechen und mache mir so Gedanken, wie ich das am Schluss dann machen könnte. Genau, ja, dann häkeln wir jetzt die zweite Blume. Gut, wir machen einen magischen Ring mit 8 festen Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich ziehe den Ring hier zusammen, mache eine Kettmasche, hier lasse ich aber ein Loch. Ich ziehe das jetzt nicht ganz stark zusammen, weil ich möchte dann hier in der Mitte eine Perle setzen. Dann weiß ich nämlich auch gerade die Position und das ist super. So, darum ziehe ich das jetzt echt nicht ganz zusammen. Wenn ihr natürlich keine Perle drin haben möchtet, wie ich, könnt ihr den Ring schließen. Gut, in der nächsten Runde verdoppeln wir jede Masche, dann haben wir dann insgesamt 16 feste Maschen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal,
7 Mal und ein 8. Mal. Gut. Jetzt setze ich meinen Marker neu. Und jetzt häkeln wir eine feste Masche, in die nächste Masche eine Kettmasche, in dieselbe Masche häkeln wir jetzt 2 halbe Stäbchen, 1, 2, dann 2 Stäbchen, 1, 2, das zweite Stäbchen, dann wieder 2 Halbstäbchen, in die nächste Masche häkeln wir eine Kettmasche, in die nächste Masche eine Festmasche, dann in dieselbe Masche wieder 2 Halbstäbchen, das zweite Halbstäbchen, dann 2 Stäbchen, das ist das erste, jetzt kommt das zweite Stäbchen, dann häkeln wir nochmals 2 halbe Stäbchen, in die nächste Masche eine Kettmasche, danach eine feste Masche in die nächste Masche, in dieselbe Masche wieder 2 Halbstäbchen, dann 2 Stäbchen, zwei Halbstäbchen, in die nächste Masche eine Kettmasche, in die nächste wieder eine feste Masche, dann wieder 2 Halbstäbchen in dieselbe Masche, 2 Stäbchen, zwei Halbstäbchen, in die nächste Masche eine Kettmasche, in die nächste wieder eine Festmasche, dann wieder 2 halbe Stäbchen, 2 Stäbchen, dann wieder 2 halbe Stäbchen, in die nächste Masche wieder eine Kettmasche, in die nächste eine Festmasche, dann 2 halbe Stäbchen, 2 Stäbchen, zwei halbe Stäbchen,
in die nächste Masche eine Kettmasche. Hoppla. In die nächste eine Festmasche. Dann 2 halbe Stäbchen. 2 Stäbchen. 2 halbe Stäbchen. Und in die nächste Masche eine Kettmasche. So, dann haben wir dieses Blütenblatt hier auch schon fertig. Ich ziehe mir hier den Faden noch nach hinten und dann habe ich mir das nämlich folgendermaßen überlegt. Darum finde ich jetzt das noch schön, weil es Ton in Ton ist. Finde ich ehrlich gesagt viel schöner als jetzt 2 verschiedene Farben. Und dann wäre mein Plan, hier so eine Perle reinzustecken. Das sieht doch echt schön aus. Oder irgendwie, weiß nicht, ein Glitzerstein, irgendetwas möchte ich da haben. Was ich noch habe, ist sowas, aber da weiß ich jetzt noch nicht, ob das eventuell zu grob ist. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich nehme es mal weg. Aber das sieht auch echt schön aus. So. Finde ich auch super, super schön. Ehrlich gesagt gefällt mir das fast noch besser als eine Perle. Die können wir dann auch zum Beispiel am Kopf noch verteilen, damit wir da eine Verbindung schaffen. Finde ich echt toll. Ich glaube, ich mache das sogar so. Ja. Das ist bis jetzt mein Favorit. So. Das finde ich super toll. Gefällt mir. So. Und jetzt machen wir dann nochmal eine Blüte in einer anderen Farbe. Beißt sich das? Das ist dann wieder zu krass, finde ich. Violett. Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich könnte da jetzt auch noch eine hellviolette nehmen, dann könnten wir immer noch tauschen. Ich könnte das dann auch noch versuchen, diese Farbe mit dem Violetten und umgekehrt. Ich werde das jetzt sicher auch noch einmal in dieser Farbe häkeln. Genau das Gleiche. Und dann können wir schauen, wie wir das machen. Und danach zeige ich euch, wie ich noch Blätter häkle, weil ich möchte da irgendwie noch das Ganze ein bisschen mit Blätter verzieren. Und dann denke ich, dass soweit die Häkelarbeiten dann abgeschlossen sind, dass wir da eigentlich nur noch ja, so mit Glitzersteinchen und weiß ich was, den Rest des Kopfes schön dekoriere. Genau, das ist meine Idee. Gut, dann häkle ich jetzt diese Blume auch noch und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, meine Lieben, ich habe mir noch Folgendes überlegt. Ich habe euch ja vorher gesagt, ich möchte noch mal ein zweites in dieser Größe häkeln, aber das finde ich persönlich zu viel, wenn zwei so große sind, und darum mache ich diese Blüte noch mal ein bisschen kleiner, und diese mache ich in diesem hellen Lila. Und zwar machen wir da einen magischen Ring mit 6 Festmaschen. Hoppla, so. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Ich ziehe mir hier den Ring wieder zusammen. Mache dann am Anfang hier wieder eine Kettmasche, damit ich den Ring schließen kann. Das ist nicht die richtige hier. So. Gut, danach verdopple ich wieder jede Masche, dann haben wir dann insgesamt 12 feste Maschen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und ein sechstes Mal. Hier können wir den Ring richtig schön zusammenziehen, weil das wird dann der untere Teil, also dieser Teil. Darum benötigen wir da kein Loch. So, jetzt lege ich mir wieder meinen Marker an und jetzt häkeln wir eine Runde. Eine Festmasche einmal verdoppeln, das 6-mal, dann habt ihr 18 feste Maschen. In der nächsten Runde 2 feste Maschen, einmal verdoppeln, das 6-mal, dann habt ihr 24 feste Maschen. Das können wir jetzt selbstständig machen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich bin jetzt am Reihenende angekommen. Ich kann mir hier meinen Marker entfernen und als nächstes häkeln wir eine Kettmasche. Dann 2 Luftmaschen. Dann machen wir 2 Stäbchen. In dieselbe Masche, 1, 2, dann 2 Luftmaschen, 1, 2 und eine Kettmasche in die nächste Masche. Dann haben wir hier unser erstes Blütenblatt. Jetzt überspringe ich eine Masche,
machen wir hier eine Kettmasche, in der nächsten freien Masche wieder 2 Luftmaschen, dann in dieselbe Masche 2 Stäbchen, habe ich jetzt ein Stäbchen gemacht oder nur ein halbes? Ich glaube, das war nur ein halbes Stäbchen. Also 2 Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen, in die nächste freie eine Kettmasche. Sag mal, ich rutsche da immer aus. So. Eine Kettmasche. So, gut. Wir überspringen wieder eine Masche. In die nächste freie machen wir wieder eine Kettmasche, 2 Luftmaschen, dann in dieselbe Masche 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in die nächste eine Kettmasche. Das sieht dann so aus. Das wiederholen wir jetzt bis Reihenende. So, ich habe jetzt hier die letzte Blüte gemacht und dann die 2 Luftmaschen. Und jetzt steche ich einfach in die nächste Masche ein, mache mir hier ganz normal die Kettmasche, wie es auch im Ablauf ist. Und das war's dann schon. Dann könnt ihr hier euren Faden schneiden. Ich ziehe dann diesen hier wieder nach hinten. Und dann kann ich dann am Schluss die Fäden alle schön vernähen. Ich glaube ja nicht, dass ich das zeigen muss, weil ihr wisst ja da sicher Bescheid. Ich habe das ja schon sehr oft gezeigt. Das ist ja jetzt die kleinere Blüte und ich denke, das dürfte wirklich so sein, dass die kleiner ist, weil ja, 2 gleich große finde ich nicht so cool, weil sonst wird dann hier alles viel zu voll. Gut, jetzt machen wir noch die passende kleine Blume dazu und da machen wir 6 Festmaschen in einen magischen Ring. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Schließe mir hier den Ring wieder zu, aber da ziehe ich jetzt wieder nicht zu fest, wenn ich da im Fall dann noch eine Perle reinsetzen möchte, habe ich da noch ein bisschen Luft. Danach häkeln wir Jetzt muss ich kurz gucken.
Danach werden wir hier jede Masche verdoppeln. Das heißt, wir haben dann insgesamt 12 feste Maschen. Einmal, zweimal, dreimal, das vierte Mal, das fünfte Mal und das sechste Mal. Wenn ihr da natürlich keine Perle reinsetzen wollt, könnt ihr den Ring auch total schließen. Das ist dann euch überlassen, wie ihr das Ganze dann schlussendlich dekorieren möchtet. So, jetzt geht's weiter und zwar machen wir eine Festmasche, dann eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche. Dann 2 Stäbchen in dieselbe Masche. Zwei Halbstäbchen wieder in dieselbe Masche. Und dann eine Kettmasche in dieselbe Masche. Danach häkeln wir eine Festmasche in die nächste Masche und häkeln hier wieder 2 Halbstäbchen, zwei Stäbchen, zwei Halbstäbchen und eine Kettmasche. Dann bekommen wir diese Blütenblätter. Dasselbe System haben wir ja bei dieser Blüte auch gehäkelt. Diese Blütenblätter hier ist genau dasselbe System. Gut, dann würde ich sagen, ich häkle das fertig, den Rest macht ihr selbstständig, das wiederholt sich immer alles und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ich euch noch zeigen wollte, bei der ersten Blume haben wir 2 Halbstäbchen gemacht, ein Stäbchen und dann wieder 2 halbe Stäbchen. Nochmals, 2 halbe Stäbchen, ein Stäbchen, 2 halbe Stäbchen. Das hat hier so eine schöne Rundung gegeben. Jetzt bei der zweiten Blume hier haben wir 2 halbe Stäbchen, 2 Stäbchen und wieder 2 halbe Stäbchen. Und jetzt bilden sich die Blütenblätter ein bisschen spitzer. Wenn ihr aber lieber diese Form mögt, könnt ihr auch in dieser Form das ganze Blütenblatt häkeln. Dann macht ihr halt statt 2 Stäbchen nur ein Stäbchen. Aber ich finde das noch interessant, wenn die Blumen nicht alle ganz genau gleich ausschauen. Aber ihr könnt euch das dann, ja, für euch selber entscheiden, was euch gefällt. Das kam mir jetzt nur noch kurz spontan in den Sinn, damit ihr da auch Bescheid wisst. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen und jetzt mache ich hier in die letzte Masche nur noch eine Kettmasche. Dann können wir auch hier den Faden schneiden.
ziehe mir den Faden hier wieder raus und nach hinten. So, und dann ist auch dieses Blütenblatt fertig hier. Jetzt kann ich das hier wieder so drauflegen. Und jetzt könnt ihr sehen, dass wir da zwei unterschiedliche Blumen gehäkelt haben, obwohl der Vorgang fast gleich war. Gut, jetzt glaube ich, werde ich einfach nur noch so einzelne kleine Blüten häkeln. Ich weiß nicht, ich habe mir hier auch mal sowas gehäkelt vor einiger Zeit, ob ich noch so etwas reinmachen könnte. Noch eine kleinere Blume, damit das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Aber vielleicht von diesen nur so, ja, ich weiß nicht, 3 und dann noch die Blätter, die ich dann häkeln möchte. Ich muss mir das jetzt noch kurz überlegen und vor allem, wo ich dann die finalen Positionen der Blumen haben möchte. Genau. So. Ja, ich überlege mir das mal kurz und dann geht's gleich weiter. Gut, ich habe jetzt hier noch 2 Blüten gehäkelt und jetzt möchte ich noch eine dritte und zwar wieder in Flieder und die häkeln wir jetzt zusammen. Da machen wir einen magischen Ring mit 12 festen Maschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich ziehe mir hier den Ring schön zusammen. So, und dann in die erste Masche hier mache ich eine Kettmasche. Und jetzt 2 Luftmaschen. In die nächste Masche 2 Stäbchen. 1, 2, 2 Luftmaschen und in die nächste Masche eine Kettmasche. 2 Luftmaschen, in die nächste Masche 2 Stäbchen, 1, 2, 2 Luftmaschen, in die nächste Masche eine Kettmasche, dann wieder 2 Luftmaschen, in die nächste Masche wieder 2 Stäbchen, dann folgen wieder 2 Luftmaschen, in die nächste Masche eine Kettmasche,
Dann wieder 2 Stäbchen, in die nächste Masche 2 Stäbchen, das zweite, dann wieder 2 Luftmaschen, in die nächste Masche eine Kettmasche, dann wieder 2 Luftmaschen, in die nächste Masche 2 Stäbchen, 1, 2, dann wieder 2 Luftmaschen und in die letzte Masche wieder eine Kettmasche. Gut, jetzt können wir den Faden schneiden. Den Faden ziehe ich da nachher nach hinten. So, und dann werde ich diese 3 Blüten hier auch noch irgendwie dann anbringen. Das ist jetzt noch nicht final. Ich bringe das jetzt einfach mal ein bisschen nach Gutdünken an. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein paar Blätter. Was ich natürlich machen könnte, ist da noch eine kleine hinzumachen. Das verschieben wir hier. Vielleicht so. Ich muss dann am Schluss noch gucken, wie ich das machen möchte. Auf jeden Fall möchte ich jetzt noch 2 verschiedene Blätter häkeln. Das eine ist in dieser Version und das zweite in dieser Version. Wir häkeln jetzt zuerst diese Version. Ich werde da auch verschiedene Grüne verwenden, damit das da noch ein bisschen ein Farbspiel gibt. Und für dieses Blatt hier habe ich so diese olivgrüne Wolle genommen. Es sieht schwieriger aus, als es tatsächlich ist. Sie ist sehr, sehr einfach zu häkeln. Gut, dann fangen wir an. Wir häkeln 6 Luftmaschen. Eins, 2, 3, 4, 5. Ups, das war nicht gut. 6. Dann verbinde ich hier die erste Masche, also ich steche hier in die erste Masche ein und verbinde das Ganze mit einer Kettmasche. So. Gut, jetzt machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann folgen 6 Doppelstäbchen. Doppelstäbchen, die häkelt man so, dass man zweimal den Faden aufnimmt. Und dann stechen wir einfach hier ins Loch rein. Dann waschen wir einmal, zweimal, dreimal ab. Dann haben wir das erste Doppelstäbchen. Das zweite Doppelstäbchen. Das dritte Doppelstäbchen. Das vierte Doppelstäbchen.
das 5. Und das 6. Danach häkeln wir wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt machen wir nochmals 6 Doppelstäbchen. 1, 2, 3. Haben wir das erste. Das zweite Doppelstäbchen. Das dritte Doppelstäbchen. Das vierte. Jetzt machen wir das 5. Und noch das 6. Jetzt sollte eure Arbeit in etwa so ausschauen. Danach häkeln wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Dann stechen wir hier in die erste Masche ein und machen eine Kettmasche. Dann wieder eine Luftmasche. Ups, das ist der falsche Faden hier. Eine Luftmasche. Und jetzt häkeln wir 4 feste Maschen hier rein. Also wir stechen hier rein. Das ist das erste Doppelstäbchen. So habe ich das in der Häkelanleitung auch beschrieben. Das erste Doppelstäbchen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Die ganze Anleitung für diesen Totenkopf gibt es dann auch per Sofort-Download in meinem Shop. Ich werde euch das dann noch anpinnen. Diejenigen, die die Anleitung gerne haben möchten, finden da sofort zu der passenden Anleitung. Genau. Gut, also wie gesagt, hier rein 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4. Dann in die nächste Masche ein Doppelstäbchen. Das wäre die hier. Wieder einmal, zweimal, dreimal abmaschen. In die nächste Masche. Ah nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, sorry. Dieses Doppelstäbchen ist Quatsch. Das müssen wir wieder aufmachen. Das ist hier nur ein Stäbchen. Das heißt, in die nächste Masche machen wir ein Stäbchen. Genau. So, dann in die nächsten 5 Maschen je ein halbes Stäbchen. Da steche ich auch gerade hier in die Lücke ein, also ins Loch. Ein halbes Stäbchen, das zweite halbe Stäbchen, das dritte halbe Stäbchen,
das 4. halbe Stäbchen, das 5. halbe Stäbchen. Und jetzt die nächsten Schritte, die werden hier in dieser großen Lücke gehäkelt und da häkeln wir ein Stäbchen, dann kommt ein Doppelstäbchen, dann 2 Luftmaschen, 1, 2, dann wieder ein Doppelstäbchen, 1, 2, 3 und dann ein Stäbchen. Gut. Jetzt in die nächste Masche, das wäre dann hier, diese Masche hier. Da häkeln wir wieder in die nächsten 5 Maschen je ein Stäbchen rein. Eins, 2, 3, 4, und das 5. Stäbchen. Dann schaut das schon mal so aus. Danach häkeln wir dann kommt ein halbes Stäbchen. Und jetzt kommt hier wieder das erste Doppelstäbchen und hier häkeln wir 4 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4. Und in die nächste Masche kommt dann eine Kettmasche. Das wäre die erste Masche auf der gegenüberliegenden Seite. So sieht jetzt mein Blatt aus. Da ich ja das Ganze hier unter den Blüten verstecken möchte, brauche ich hier eigentlich das hier nicht, das Stängelchen. Diejenigen, die das natürlich möchten, die häkeln von hier aus jetzt 9 Luftmaschen nach oben, stechen in die zweite Masche ein von der Nadel und häkeln dann 8 Kettmaschen zurück. Und am Ende macht ihr hier daneben eine Kettmasche. Oh, Entschuldigung. Vor lauter Sprechen habe ich schon wieder so einen trockenen Hals. Also es tut mir leid. So, dann stecht ihr hier daneben wieder ein und macht eine Kettmasche und dann seid ihr fertig. Aber wie gesagt, in meinem Fall brauche ich diesen Stängel nicht. Darum schneide ich mir hier den Faden ab. Ich ziehe mir hier jetzt noch den Faden nach hinten und dann kann ich mir das Ganze dann alles schön vernähen. Aber das mache ich dann alles in aller Ruhe, weil ich glaube,
Da wisst ihr ja Bescheid, wie das Ganze läuft. So, von diesen Blättern möchte ich ganz bestimmt mal 2 haben. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe hier halt wirklich ein Gehänge, aber ja, ist halt so. Ich nehme mir jetzt hier mal die eine Blüte weg. Dann steche ich die drauf hier und dann vielleicht die dunkelviolette. Dann habe ich hier schon mal ein schönes Blatt. Und dann, ja, vielleicht da unten noch eins. Auf jeden Fall, ich werde euch das dann alles schön zeigen, wie ich das gemacht habe. Vielleicht braucht es dann auch noch mehr Blätter, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Das sehe ich dann, wenn ich alles schön final anbringe. Dann habe ich hier noch so ein Blatt und ja, ich habe das Gefühl, das ist ein schöner Kontrast, wenn wir da noch so eine andere Form hereinbringen. Und die ist auch ganz, ganz leicht zu häkeln. Dafür nehme ich diese grüne Farbe hier und da machen wir eine Luftmaschenkette mit 15 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. In der zweiten Masche von der Nadel her, da häkeln wir jetzt 3 Festmaschen. Die erste, die zweite, die dritte. Danach kommt ein halbes Stäbchen. Ein Stäbchen in die nächste Masche. Und jetzt häkeln wir 5 doppelte Stäbchen. Das ist das erste. Das zweite. Das dritte. Das vierte. Und das fünfte. Danach häkeln wir wieder ein Stäbchen. Dann kommt ein halbes Stäbchen. Dann kommen 3 Festmaschen. Eins. Zwei. Und die dritte. So. Und danach häkeln wir jetzt an der anderen Seite weiter. Da machen wir ein halbes Stäbchen in die erste Masche.
Moment kurz. So. Ein halbes Stäbchen. Dann ein Stäbchen. Dann 5 Doppelstäbchen. Eins. Zwei. Das dritte kommt hier. 1, 2, 3. Jetzt kommt das vierte. Das fünfte. Jetzt kommt wieder ein Stäbchen. Ein halbes Stäbchen. Und dann kommen die zweite Festmasche. Also insgesamt 2 Festmaschen. Und dann in der nächsten mache ich hier eine Kettmasche. Wenn ihr da auch ein Stängel haben möchtet, könnt ihr da auch wieder beliebig Luftmaschen aufnehmen und zurückhäkeln mit Kettmaschen. So, jetzt habt ihr 2 verschiedene Versionen von Blättern und die gefallen mir echt gut. Ich muss sagen, die haben da eine wunderschöne Form und dann kann man die jetzt irgendwie schön unter diesen wunderschönen Blumen drapieren und man bekommt dann hier wie ein schönes Bouquet. Ich glaube, allzu viel würde ich jetzt da auch nicht mehr machen. Vielleicht das Blatt hier so ein bisschen zusammen. Ich muss mir das, wie gesagt, in aller Ruhe jetzt mal anschauen, wie ich das gerne haben möchte. Das Ganze hier. Vielleicht nehme ich das hier auch noch nach hinten. Ey Leute, ich habe so viel Fäden, das ist Katastrophe. Aber ich muss das so machen, weil ich möchte da ja jetzt auch nicht Zeit versäumen, dass ich da immer alles gerade sofort vernähe. Das Tutorial wird sonst einfach viel zu lang. Ich weiß es noch nicht, aber ich schaue mal, vielleicht brauche ich noch 1, 2 Blätter mehr, keine Ahnung. Aber jetzt habt ihr mal, ja, so ein paar Ideen für Blumen und Blätter. Und dann würde ich jetzt sagen, ich säubere das jetzt alles hier. Ich werde jetzt alles schön mit Heißkleber befestigen. Und dann sicher noch mit so Glitzersteinen, das kommt sicher auch noch dazu. Und wenn ich dann den Kopf fertig ja, dekoriert habe, dann zeige ich euch, wie er dann schlussendlich ausschaut. Genau, was ich euch dann vielleicht noch zeigen möchte, ist mit den Zähnen. Aber zuerst möchte ich da die Zahnleiste anbringen, dass die mir dann auch richtig festhält. Und dann zeige ich euch, wie ich da diese Trennlinie, die Zahnzwischenräume noch mache. Und wie schon erwähnt, ich weiß noch nicht, ob ich da die Augen
noch ein bisschen reinziehen muss. Das muss ich jetzt alles schauen, aber ich vermute, das wäre vielleicht noch sehr schön, weil wenn ich jetzt hier mit dem Daumen reindrücke, dann sieht das dann schon viel besser aus und hier entstehen dann noch ein bisschen die Knochen, die da nach vorne drücken. Ich glaube, ich werde das noch machen. Also, das machen wir jetzt noch zusammen und den Rest zeige ich euch nachher, wenn es fertig ist. So, meine Lieben, der sieht wieder richtig kahl aus. Ursprungsform, mein Gott, macht das einen riesen Unterschied. Das ist unglaublich. Gut, ich nehme hier jetzt schwarzen Baumwollfaden, schneide mir hier ein Stück ab, dann nehme ich mir meine lange Nadel zur Hand. Dann steche ich erstmals von hinten hier rein, genau in die Mitte der Augenhöhle hier. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es im Kopf habe. Und dann steche ich eine Masche weiter drüben ein und versuche jetzt hier am selben Ort wieder rauszukommen, wo ich reingegangen bin. Gut, jetzt ziehe ich an diesen beiden Fäden hier, drücke gleichzeitig mit meinem Daumen hier noch ein bisschen rein. Und jetzt sollte ich eine dritte Hand haben. Das wäre jetzt nicht schlecht. Und verknote mir das hier mal. Ja, das kommt gut. Das kommt gut. Schaut mal, jetzt bilden sich hier noch diese Backen, also diese Knochen eigentlich. Das war wirklich super hier. Super Idee. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Gut, dann schneide ich mir oder respektive ich verstecke hier zuerst diese beiden Fäden. So, und wo habe ich da mein Essstäbchen? Verschwunden unter diesen vielen Dekosachen hier. Oh, jetzt habe ich den Faden geschlissen, glaube ich. Ist das so? Nein. Das ist noch super. Ich hatte schon Angst, ich hätte hier den Faden gerissen. Gut. Und das genau gleiche machen wir jetzt beim anderen Auge auch noch. Aber ich denke, das könnt ihr selbstständig machen. Oder wollen wir das zusammen? Machen wir das zusammen? Nein, das sieht viel, viel besser aus. Zum Glück habe ich das gemacht. Jetzt bekommt er nochmals einen stärkeren Ausdruck. Leider sieht man das einfach zu wenig, weil es schwarze Chilenewolle ist, aber ihr könnt das dann wunderbar bei eurem Kopf sehen, wie sich das Ganze nachher wirklich schön formt. Das ist echt eine coole Sache, wenn man da, das ist eigentlich dasselbe System, wie ihr da die Sicherheitsaugen
reinzieht bei den Amigurumis. Cool. Und dadurch bildet sich jetzt hier natürlich auch noch der Nasenknochen. So. Gut. Ich schneide das hier ein bisschen, das ist mir eindeutig zu viel. Ich habe da wirklich ein bisschen viel Faden zurechtgeschnitten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier hinten durch Zusammenziehen noch ein bisschen Einmundungen habt oder man hier die Füllwatte sieht, das ist ja dann nicht so schlimm, weil das wird ja jetzt dann verdeckt von den Blumen. Schaut mal, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber jetzt hat es eine richtig coole Form bekommen. Richtig, richtig cool. So, meine Lieben, dann würde ich jetzt sagen, ich dekoriere hier meinen Schädel. Und wenn ich das gemacht habe, dann zeige ich es euch. Und wie gesagt, die Zahnleiste, da nehme ich euch dann wieder mit. Und ja, bis dahin viel Spaß beim Weiterhäkeln. Bis bald. So, meine Lieben, ich habe jetzt alles fertig dekoriert. Ich zeige euch es nachher. Aber zuerst möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie ich da die Zahnzwischenräume mache. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin hier unten reingestochen, bin dann hier oben rausgekommen. Dann habe ich den Faden hier wieder in der Mitte eingestochen und bin dann hier unten rausgekommen. Dann habe ich den Faden hier nach oben gezogen und bin dann schräg zum neuen Zahn. Ich zeige jetzt euch das noch einmal. Ich bin jetzt da bei der Lücke beim zweiten Zahn. Dann steche ich hier unten ein, steche gerade nach unten. Da nehme ich ganz normales Baumwollgarn. So, dann nehme ich den Faden nach oben, wieder bis hierhin, bis zum Anfang des Zahnes, steche hier ein und gehe schräg nach oben zu diesem Zahn. So, und jetzt könnt ihr sehen, jetzt bilden sich hier schön diese Zahnlücken. Dann hier nehme ich den Faden wieder, steche genau in der Mitte rein, steche dann gerade hinunter zum Unterkiefer. Danach gehe ich wieder gerade nach oben, steche da immer dort ein, wo ich dann auch reingestochen habe. Also hier bin ich ja rein, also gehe ich da auch wieder rein und steche da wieder schräg nach oben. Dann wieder nach unten, immer dasselbe Schema. Ich mache das jetzt noch kurz fertig und dann zeige ich euch den kompletten Schädel.
Was ich euch noch zeigen wollte, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Das heißt, ich steche jetzt hier unten normal wieder rein, dass ich auch die untere Lücke machen kann. Und dann steche ich irgendwo unten raus. Normalerweise schauen wir ja, dass wir am selben Ort rauskommen, wo wir reingekommen sind. Aber jetzt können wir natürlich von hier aus schön zu diesem Anfangsfaden gelangen. Hier unten ist ja noch der Karton, darum kann ich jetzt da nicht ganz gerade fahren. Und jetzt bin ich da auch am Anfangsfaden angekommen. Dann kann ich das Ganze hier verknoten, aber nicht festziehen, einfach nur einen leichten Knoten machen. Dann schneide ich mir hier den Faden ein bisschen zurück. Ups, so. Die Nadel brauche ich nicht mehr. Und jetzt nehme ich mir noch meine Häkelnadel zur Hand und verstecke jetzt noch diese beiden Fäden hier. So, rein mit dir. Perfekt. So, meine Lieben, das ist jetzt meine Zahnliste hier. Also ich muss schon sagen, ohne diesen Wunsch wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, so einen Totenschädel zu häkeln. Ehrlich, aber ich habe darüber schon ein paar Tage nachgedacht und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist völlig was anderes, Außergewöhnliches, aber vielleicht hat die eine oder andere wirklich auch Spaß daran, mal so einen Schädel zu häkeln. Die Mexikaner flippen ja richtig aus mit diesen Schädeln hier. Das gehört zu ihnen am Tag der Toten. Ist das bei ihnen halt eine große Tradition. Und ich finde es auch eine wunderschöne Tradition, wie sie das Ganze machen, die ganzen Schädel schmücken. Und ja, das habe ich mir eigentlich ein bisschen zum Anlass genommen, weil der Wunsch Totenschädel war für mich zuerst mal ein Fragezeichen. Wie soll der eigentlich ausschauen? Weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht nachgefragt. Ich habe dann einfach selber entschieden, dass ich so einen Schädel herstelle. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben ja hier so viel gearbeitet. Ich habe jetzt die Blumen hier schön drapiert. Dann habe ich glaube, ich habe euch schon gezeigt, das sind solche Halbperlen, wie man, keine Ahnung, die habe ich da vom Italienurlaub mitgebracht, von so einem chinesischen Laden. Dann habe ich auch am selben Ort diese rosa Perlen hier gekauft. Und als ich die verwenden wollte, habe ich da noch Materialfehler gefunden. Und ich dachte mir, ich könnte doch die verwenden. Zum Beispiel hier
Da sind 2 zusammengeklebt, hier auch, hier auch. Hier ist noch ein Zweier. Hier habe ich sogar noch einen Vierer gefunden. Und darum habe ich mir dann gedacht, dass alles ein bisschen zusammenpasst, verteile ich da auch noch ein paar Perlen am Kopf und die Augen habe ich natürlich auch mit diesen wunderschönen Perlen verziert. Ich habe wirklich nichts aufgenäht, ich habe alles geklebt mit Heißkleber. Danach habe ich noch solche Rosen verwendet. Ich habe ja noch einen zweiten Kanal, Manuelas Shadow und Scrap Art. Da bastle ich nur Mini-Alben, Grußkarten und so weiter. Und ich habe da eine Kooperation, wo ich diese Rosen herbekomme, und wenn ihr über meinen Namen, über den Link bestellt, müsst ihr nicht mehr bezahlen. Im Gegenteil, ich glaube, ihr bekommt noch Rabatt. Ich kann euch den Link dann noch in die Infobox schreiben, damit ihr Bescheid wisst, im Fall, wenn ihr auch solche Rosen haben möchtet. Was ich auch noch gesehen habe, ist, ich habe solche auch schon, ich glaube bei Action oder so, habe ich das gesehen. Genau. Aber hier auf diesem Kanal habe ich keine Kooperation. Darum ist es jetzt in diesem Sinn keine bezahlte Werbung, aber auf dem Bastelkanal, da habe ich die Kooperation. Genau. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne dort mal nachschauen. Es gibt wirklich viele, viele tolle Sachen. Es handelt sich da wirklich eigentlich ausschließlich um Scrapbooking, hat nichts mit Häkeln, Wolle und so weiter zu tun, aber sie haben halt einfach auch so schöne Deko-Elemente, und die habe ich natürlich damals bekommen, weil ich ja mit Scrapbooking angefangen habe und erst nachträglich den Häkelkanal eröffnet habe. Genau. Dann habe ich da noch solche Glassteinchen verwendet. Die bekommt man ja auch überall bei Teddy, bei Action und so weiter. Da habe ich mir jetzt die violetten genommen und habe mir die dann auch überall ein bisschen am Kopf verteilt. Genau. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich glaube, ihr habt wirklich, wirklich viel Arbeit erledigt, wenn ihr das jetzt mit mir zusammen gehäkelt habt. Und ehrlich gesagt würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eure Bilder von eurem Totenkopf sendet. Ich glaube, ihr könnt die auch direkt bei mir in der Community posten. Ich habe gesehen, ich weiß nicht mehr, einen kurzen Moment. Da hat jemand bei mir einen Frosch reingestellt. Ich gucke mal schnell nach. Genau, und zwar war das die liebe Angelika. Die hat mir direkt diesen süßen Frosch, ja, in die, ich zeige es euch mal kurz, in die Community gepostet. Und ich denke, das könnt ihr auch. Falls ihr das nicht könnt, könnt ihr mir natürlich auch weiterhin die Bilder zukommen lassen, und ich stelle sie dann in die Community. Das geht natürlich auch. Aber ja, das freut mich wirklich.
Egal, ob ihr jetzt nach meinen Anleitungen häkelt oder sonst irgendwie ein tolles Amigurumi gehäkelt habt und ihr das gerne zeigen möchtet, schickt mir einfach alles oder postet, was das Zeug hält. So haben die anderen natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, was ihr so gemacht habt und natürlich wieder Ideen sammeln, weil ich muss sagen, ich habe so eine tolle Community, so tolle ähm, Mitglieder, Kanalmitglieder und wunderbare Abonnentinnen. Einige davon schreiben mir manchmal auch persönliche Sachen. Es ist so herzzerreißend. Ich habe euch einfach alle mega gern. Und es macht mir wirklich unendlich viel Spaß mit euch. Gut, meine Lieben, dann ja, war's das eigentlich. Ich habe noch eine Information und zwar, da gibt's ja 2 Teile. Der Dieser Teil hier, ich habe das jetzt vorproduziert, natürlich, ist klar. Ich kann ja da nicht alles am selben Tag machen. Und zwar erscheint ja dieses Tutorial am 9. August. Gut, wenn ihr das seht, haben wir schon den. Nein, dieser Teil nicht. Der würde natürlich erst am 16. August online gehen. Und der erste Teil geht online am 9. August, habe ich gesagt. Gut. Es ist nur, dass klar, der erste Teil ist dann schon durch, aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, bei den meisten Tutorials gibt es vielfach 2 Teile und ich poste ja jeden Sonntag ein neues Tutorial. Und wenn es 2 oder dreiteilige Tutorials sind zum Beispiel, haben meine Kanalmitglieder natürlich den riesen Vorteil, dass ich ihnen beim ersten Teil schon den zweiten oder wenn es einen dritten Teil gibt, auch schon den dritten Teil ähm, online schalte. Genau, aber das wäre dann nur für die Kanalmitglieder. Für alle anderen Abonnenten oder Nicht-Abonnenten geht das einfach ganz normal weiter. Ähm, Am Sonntag kommt der erste Teil, am zweiten Sonntag der zweite Teil und so weiter. Aber die Kanalmitglieder, die haben natürlich da ein großen Vorteil. Ist ja auch klar, dass sie natürlich in diesem Sinne bevorzugt behandelt werden, weil sie unterstützen mich enorm in meiner Arbeit, damit ich auch wieder so tolle Geschichten häkeln kann, wie jetzt diesen tollen Totenschädel. Ja, das war's eigentlich, was ich sagen wollte. Ich danke euch für ein Abo, einen Like, einen lieben Kommentar und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.